Jetzt habe ich 50 Jahre vor mich hingeatmet und eigentlich hat das auch ziemlich gut geklappt und ich habe mich ziemlich wohl damit gefühlt. Und dann habe ich dieses Buch hier gelesen und jetzt kann ich nicht weiter atmen wie vorher. Denn zum Beispiel steht da drin, dass wir alle viel zu viel durch den Mund atmen und zu wenig durch die Nase. Nasenatmung ist aber der Schlüssel zum Glück, zur Gesundheit und auch zur Schlankheit. Und das will ich natürlich genauer wissen. Vom Schlafmedizinischen Zentrum der Marburger Uniklinik leihe ich mir dieses Messgerät, das überwachen soll, wie ich in den nächsten beiden Nächten schlafe. So, jetzt ist es soweit. Jetzt klebe ich mir gleich für die nächsten 8 Stunden den Mund zu. Ich kriege jetzt gut durch die Nase Luft, obwohl ich hier schon etwas in der Nase drin habe. Aber ich denke, da kommt trotzdem genug vorbei. Schlafexperte Werner Kassel erklärt mir, die Nase wärmt, befeuchtet und filtert unseren Atem und es kommt mit Nasenatmung einfach mehr Luft in die Lunge. Wenn wir durch den Mund atmen, dann machen wir den Mund immer auf. Und das beinhaltet ein gewisses Risiko. Das kann ich hier jetzt mal zeigen. Wenn wir den Mund zumachen, dann wird der Spalt hier größer. Die Zunge kann nicht mehr so leicht nach hinten fallen. Und wir haben einfach viel mehr Platz für den Luftstrom hier hinten im weichen Pharynx. Mal sehen, wie ich mit Pflaster auf dem Mund und Röhrchen in der Nase schlafen kann. Guten Morgen. Also, ich habe gut geschlafen. Ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich geschlafen wie immer. Vielleicht atme ich einfach nachts immer durch die Nase. Jedenfalls bin ich gespannt, was bei der ganzen Messung rausgekommen ist. So, wir haben jetzt 2 Nächte gemessen. Eine Nacht mit Pflaster, eine Nacht ohne Pflaster. Bei der Nacht ohne Pflaster haben wir einen Apnoe-Index von 3 gesehen. Das ist völlig normal, aber bei der Nacht mit Pflaster haben wir einen Apnoe-Index von 0,9 gesehen. Also Absolutwert etwas besser. Und die Sauerstoffsättigung ist mit dem Pflaster 1% höher. Und dann gibt es noch was durchaus Spannendes. Wir messen, wie die Atembewegungen funktionieren. Und da sagt man eigentlich, es ist am besten, wenn Brust und Bauch synchrone Atembewegungen machen. Und da sehen wir einen eigentlich ziemlich großen Unterschied. Wir sehen hier, dass in der Nacht ohne Pflaster es immer wieder ein bisschen asynchron wird. Nicht schlimm, aber etwas asynchron. Und in der Nacht mit Pflaster, hat uns auch überrascht, ist es fast perfekt. Der nächste Test. Wie wirkt sich Nasenatmung beim Sport aus? Ich rase 5 Stockwerke durch das Treppenhaus der Uniklinik. Beim ersten Mal atme ich wie gewohnt durch den Mund. Dann muss ich einen Tropfen Blut abgeben. Wir wollen Sauerstoffgehalt, Laktatwert und CO2-Gehalt vergleichen. Und dann wird's ernst. Nochmal 5 Stockwerke mit zugeklebtem Mund. Oha! Also, es war schon richtig schlimm, aber es war nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Jetzt bin ich gespannt, ob es irgendeinen Unterschied gibt. Tatsächlich unterscheiden sich die Werte kaum. Lungenarzt Dr. Christian Vignol sagt, das zeigt, dass es zumindest nicht schlechter ist, ob ich jetzt den Mund aufhabe oder ob ich den Mund jetzt geschlossen habe. Viel Spaß. es gibt allerdings durchaus Vorteile von Nasenatmung beim Ausdauersport. Wenn wir ausatmen, ist zum einen mehr Druck im Atemsystem. Und dann kollabiert das auch weniger stark. Sodass das ein Faktor ist und halt die generelle Anwärmung, die Anfeuchtung, die über die Länge einfach die Leistungskraft dort noch mit erhält. Dann gibt es sicher auch andere Faktoren, leichte Veränderungen im CO2 oder im Stickstoffmonoxid, was die Gefäße erweitern kann und damit auch natürlich für mehr Leistungsfähigkeit sorgt, also so, dass da einige Faktoren zusammenkommen. Also mein Fazit ist, ich will da jetzt auf jeden Fall in Zukunft drauf achten, mehr durch die Nase zu atmen. Aber das Schwierige ist ja, dabei kann man nicht sprechen. Und ich spreche doch so gerne. Holly, komm. Komm. Ja, und der Lungenarzt, den wir eben im Beitrag gesehen haben, ist jetzt live bei uns im Studio. Dr. Christian Vignol, Bereichsleiter der Schlafmedizin an der Uniklinik Marburg. Hallo. Vielen Dank. Fangen wir da an, wo wir eben aufgehört haben im Beitrag, nämlich beim Sport und Atmen. Da haben Sie ja schon erklärt, man sollte bei Ausdauersport eher durch die Nase atmen. Hat mein Sportlehrer früher auch gesagt. Und der hat auch noch gesagt, das hilft gegen Seitenstechen. Stimmt das? Gibt durchaus einige Hinweise, die darauf hindeuten.
Einfach dadurch, dass wenn ich durch die Nase atme, wie eben im Beitrag ja auch schon erwähnt, durch die Nase mehr Stickoxide aufgenommen werden und die wirken gefäßerweiternd. Das heißt, da kommt das Blut auch genau dahin, wo es gerade benötigt wird. Mehr Sauerstoff, auch CO2 und die schlechten, ich sag mal, Säuren und Ähnliches werden abtransportiert und das macht dann weniger Seitenstechen, in der Tat. Thema Alltagsatmung. Manche Leute, das war mir auch neu, atmen tatsächlich im Alltag auch durch den Mund. Also nicht nur, wenn sie mal eine Treppe hochsprinten. Was hat das für Nachteile? Also das, was, glaube ich, jedem bekannt ist, wenn ich durch den Mund atme, dann wird es eher trocken. Das kann die Schleimhäute schädigen, das kann eine erhöhte Infektgefahr bedeuten. Aber nicht nur lokal, sondern auch in der Lunge kann das Probleme machen. Die Nase feuchtet an, wärmt an, filtert Partikel raus. Das alles kommt dann natürlich in die Lunge mit rein. Gerade Asthmatiker im Winter kennen das natürlich insbesondere. Von daher ist das natürlich einiges, was schon für Nasenatmung spricht. Was sind denn die typischen Ursachen, warum es aber manchen Leuten so schwerfällt, so zu machen? Also Punkt 1, wir haben zunehmend Menschen, die Allergien haben. Das betrifft natürlich dann auch die Nase, Hausstaub, Milben beispielsweise. Aber auch jetzt, wo das Frühjahr wieder anfängt, dass da Pollen dann gehen. Und das schränkt die Nasenatmung natürlich ein. Wenn es eng wird, ist der Widerstand erhöht. Und das führt dazu, dass ich dann halt versuche, besser zu atmen, sprich durch den Mund, also mehr Luft zu bekommen. Was ist da die Lösung? Also entweder zum Beispiel Nasenduschen, das kann man relativ einfach anwenden. Von abschwellenden Nasensprays kurzfristig bitte, nicht langfristig. Das macht mehr Probleme auf die lange Sicht gesehen. Süchtig. Absolut gesehen. Und man kann auch gucken, dass man nach Rücksprache mit dem Arzt eventuell kortisonhaltiges Nasenspray längerfristig nimmt. Das kann da vorbeugend wirken. Wie ist es eigentlich mit Abnehmen oder Rauchen aufhören? Würde das was bringen, um mehr durch die Nase atmen zu können? Durchaus. Also beim Übergewicht ist es letztendlich so, dass das natürlich auch hinten im Rachenbereich das Ganze eher etwas enger machen kann. Schlafapnoe, also Atempausen im Schlaf mit verursachen kann. Was passiert, wenn ich nicht genügend Luft kriege, geht der Mund auf. Sprich, wenn ich abnehme, kann das eine Verbesserung bewirken. Beim Rauchen durchaus ähnliche Effekte. Es gibt Hinweise darauf, dass durch diese Zigarettenrauchexposition im Rachenbereich mehr Reize, Irritation, Flüssigkeitseinlagerung stattfinden. Dann macht es aber wiederum auch enger. Also auch da, Rauchen fördert Mundatmung, ist damit nicht gut. Also wer noch ein weiteres Argument zum Rauchen aufhören gesucht hat, hat jetzt noch eins gefunden. Wir haben hier auf den Tisch gestellt so ein paar Nasenpflaster. Es gibt welche, die sind wie so normale Pflaster, die machen irgendwie die Nase weiter. Und es gibt welche, die sehen so ein bisschen aus wie so ein Piercingring, wenn man die sich reinmacht. Die weiten da auch etwas. Aber weiten die wirklich was? Also bringen die wirklich was? Ja und nein, es kommt immer auf die Problematik drauf an. Wenn die Problematik hier in den Nasenflügeln vorne sitzt, dann sind die durchaus sehr effektiv. Kann man bei sich einfach testen, wenn man so ein bisschen draufdrückt und mal tief einatmet, ob es dann sehr eng wird. Wenn ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das hilft, groß. Okay. Wenn die Enge weiter hinten liegt, dann wird das wahrscheinlich keine großen Effekte haben. Aber kann man unproblematisch ausprobieren. Kostet nicht viel. Und warum ist es auch bei Kindern wichtig, auf die Atmung zu achten? Also wir kennen es in Zusammenarbeit mit den Zahnmedizinern, Kieferorthopäden, wenn Kinder mit Nasenatmungsbehinderung irgendwo bei denen auftauchen, dann führt das zu mehr Mundatmung und auch, Fehlwachstum im Kieferbereich oder generell Nasenrachenraum. Und zwar, dass das Ganze enger wird, was wiederum die Mundatmung noch mal befördert. Das heißt, da sollte man frühzeitig eingreifen und Nasenatmung verbessern. Und wie eingreifen? Eine Möglichkeit besteht darin, dass man über eine Spreizung quasi mit verschiedenen Apparaturen eine Kieferweitung hinbekommt. Das führt generell zu etwas besserem Wachstum. Und ansonsten natürlich HNO-ärztlich gucken, ob eine behinderte Nasenatmung verbessert werden kann. Und vielleicht noch ganz wichtig, Kinder sollten das, was Anne Brüning gemacht hat, nicht nachmachen, weil die sonst Panik kriegen könnten nachts. Ja, beziehungsweise einfach noch nicht diese Fähigkeiten haben, sich dann in so einer Situation nachts das Pflaster dann abzuziehen. Wichtiger Richtig, Hinweis absolut. noch dazu. Christian Vignol, Schlafexperte und Lungenarzt. Danke für Ihre Tipps. Dankeschön für den Besuch. Vielen Dank ebenfalls. Ich nehme mit, Atmen durch die Nase ist das bessere Luft holen, denn die Luft wird dabei angefeuchtet und vorgefiltert. Wer trotzdem hauptsächlich durch den Mund atmet, gerade auch nachts, der sollte vielleicht mal Ursachenforschung betreiben und mit einem Arzt oder einer Ärztin schauen, ob es da einen Weg hin zur Nasenatmung gibt.